Ein Schuss hallt durch den Garten einer Dahlemer Villa. Mitten in der Nacht. Drinnen im Haus klingen noch die Gläser auf den Tod von Tausenden. Es ist der 2. Mai 1915. Der Mann, der feiert, ist ein gefeierter Held der deutschen Wissenschaft. Der Vater des Gaskriegs. Die Frau, die draußen im Garten im Sterben liegt, ist seine schärfste Kritikerin. Seine Ehefrau. Und die erste Frau in Deutschland, die in Chemie promoviert hat. Clara Immerwahr. Ihr Tod war kein Unfall. Und auch kein Akt der Verzweiflung im klassischen Sinne. Es war die letzte, blutige Unterschrift unter einen Protest. Gegen die Entmenschlichung der Wissenschaft. Wer war diese Frau? Die lieber starb. Als schweigend zuzusehen, wie ihr geliebtes Fach pervertiert wurde? Clara Immerwahr wurde am 21. Juni 1870 auf dem Gut Pulkendorf nahe Breslau geboren. Sie kam nicht als Revolutionärin zur Welt. Doch sie wurde zu einer gemacht. Weil die Welt um sie herum keinen Platz für eine denkende Frau vorgesehen hatte. Ihr Vater, Philipp Immerwahr, war selbst Chemiker. In den Laboren der familieneigenen Zuckerfabrik atmete Clara zum ersten Mal den Geruch von Schwefel und Reagenzien. Während andere Mädchen ihres Standes lernten, wie man ein Korsett schnürt und gepflegten Smalltalk führt, wollte Clara verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Doch im Kaiserreich war der Weg zur Erkenntnis für Frauen mit Stacheldraht versperrt. Sie musste sich den Zugang zu Vorlesungen regelrecht erbetteln. Oft saß sie als Gasthörerin in den hintersten Reihen. Geduldet, aber nicht erwünscht. Eine einsame Gestalt. In einem Meer von Männern, die sie von oben herab betrachteten. Und dennoch geschah im Jahr 1900 das Unmögliche. An der Universität Breslau verteidigte Clara Immerwahr ihre Dissertation über die Löslichkeit von Salzen. Bewertung: Magna cum laude. Sie war die erste Deutsche, die diesen akademischen Gipfel erklomm. In diesem Moment wurde sie zur Hoffnung für eine ganze Generation von Frauen. Sie war keine Assistentin, keine Gehilfin. Sie war Wissenschaftlerin. Doch diese Euphorie hielt nicht lange. Auf einer Tanzveranstaltung traf sie einen alten Bekannten wieder. Fritz Haber. Brillant. Energisch. Besessen vom Erfolg. Als sie 1901 heirateten, glaubte Clara, eine intellektuelle Partnerschaft einzugehen. Sie ahnte nicht, dass sie in eine Falle geriet? Enger als jedes Korsett. Fritz Haber war kein Partner. Er war ein Despot des Ehrgeizes. In dem Moment, in dem Clara den Ring an ihren Finger steckte, begann ihre wissenschaftliche Identität zu verblassen. In Briefen an ihren Mentor Richard Abeck beschrieb sie ihre Lage mit schmerzhafter Klarheit. Sie fühlte sich, als würde ihre Persönlichkeit ausgelöscht, um Platz zu schaffen für die Karriere ihres Mannes. Während Haber am später weltberühmten Haber-Bosch-Verfahren arbeitete, wurde Clara zur Korrekturleserin seiner Manuskripte. Sie deckte Tische für seine Gäste, organisierte den Haushalt und zwang ihren brillanten Verstand zum Schweigen. Es war eine geistige Kastration, die sie in tiefe Depressionen stürzte. Sie sah, wie ihr Mann Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts wurde, während sie in der Küche der Bedeutungslosigkeit festsaß. Dann kam das Jahr 1914. Der Erste Weltkrieg brach aus. Und mit ihm eine dunkle Verwandlung der Wissenschaft. Fritz Haber sah im Krieg die Chance seines Lebens. Er wollte nicht länger nur Dünger herstellen. Er wollte Waffen bauen. Er wurde glühender Nationalist. Und begann mit der Entwicklung von Giftgas. Für ihn war es ein technisches Problem. Eine Aufgabe, die gelöst werden musste. Für Clara war es Verrat. Totaler Verrat an allem, wofür Chemie stehen sollte. Für sie war Chemie die Wissenschaft des Lebens.
nicht das Handwerk des qualvollen Erstickens. Im Hause Haber kam es zu heftigen, tränenreichen Auseinandersetzungen. Clara nannte seine Arbeit offen eine Perversion der Wissenschaft und ein Zeichen von Barbarei. Haber reagierte mit Verachtung. Er warf ihr Vaterlandsverrat vor und erklärte ihre moralischen Einwände öffentlich. Zur Hysterie einer Frau, die ihren Platz nicht kenne. Der Höhepunkt der Katastrophe kam am 22. April 1915 bei Ypern. Fritz Haber persönlich überwachte das Abblasen von 150 Tonnen Chlorgas. Die gelbgrüne Wolke kroch über die Schützengräben. Zurück blieben tausende Soldaten. Mit verätzten Lungen. Sterbend im Schlamm. Es war Massenmord. Durch die Hand eines Chemikers. Haber kehrte als Held nach Berlin zurück. Befördert zum Hauptmann. Gefeiert vom Kaiser. Am Abend des 1. Mai gab er in seiner Villa ein großes Fest. Man lachte. Man trank. Man feierte den Tod. Als technologischen Triumph. Clara stand mitten darin. Eine Frau, die alles verloren hatte. Ihren Beruf, ihren Mann und nun auch ihre moralische Integrität. Durch eine Mitschuld, die man ihr aufzwang. In den frühen Morgenstunden des 2. Mai, als die letzten Gäste gegangen waren und Fritz Haber fest schlief, traf Clara ihre Entscheidung. Sie nahm die Dienstwaffe ihres Mannes, ging hinaus in den dunklen Garten und schoss sich ins Herz. Ihr Sohn Hermann fand sie. Clara starb nicht sofort. Sie verblutete langsam auf dem Rasen. Und Fritz Haber? Er reiste am nächsten Morgen ab, um den nächsten Gaseinsatz an der Ostfront zu koordinieren. Er wartete nicht einmal die Beisetzung seiner Frau ab. Eine Nachrichtensperre sorgte dafür, dass ihr Suizid fast vollständig aus der Öffentlichkeit verschwand. Eine Frau, die aus Protest stirbt. Das passte nicht ins Bild des heroischen Krieges. Was bleibt von Clara immer wahr? Lange war sie nur eine Fußnote in der Biografie ihres berühmten Mannes. Doch heute gilt sie als Ikone der Friedensbewegung und der Wissenschaftsethik. Ihr Leben mahnt uns. Wissenschaft ist niemals neutral. Sie findet nicht im luftleeren Raum statt. Jede Forscherin, jeder Forscher trägt Verantwortung für das, was er oder sie in die Welt setzt. Clara sah das Unheil kommen, als andere noch vom Fortschritt geblendet waren. Sie durchbrach die gläserne Decke der Wissenschaft, nur um dahinter einen Abgrund aus Blut und Gas zu entdecken. Ihr Vermächtnis ist heute aktueller denn je. Künstliche Intelligenz, autonome Waffensysteme, Genmanipulation, die Versuchung, Moral dem Fortschritt zu opfern, ist ungebrochen. Clara immer war's Schuss im Garten. War ein letzter, verzweifelter Warnruf. Sie opferte ihren Körper, um ihre Seele und die Ehre der Wissenschaft zu bewahren. Wenn wir heute über Ethik in der Forschung sprechen, sprechen wir, ob wir es wissen oder nicht, über Clara. War ihr Tod eine Flucht? Oder die einzige Sprache, die diese militarisierte Männerwelt noch verstand? Hätte sie mehr bewirken können, wenn sie gelebt hätte? Oder war dieser radikale Schnitt nötig, um uns den Spiegel vorzuhalten? Clara Immerwahr ist keine vergessene Frau mehr. Sie ist das Gewissen einer Disziplin, die zu oft vergisst. Wissen ohne Gewissen ist tödlich. Diskutieren Sie mit in den Kommentaren. Wie weit darf Wissenschaft gehen? Wo verläuft Ihre rote Linie? Wenn Ihnen diese Reise in die dunklen Kapitel der Wissenschaftsgeschichte gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal und lassen Sie ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
wenn wir die Geschichten erzählen, die das offizielle Geschichtsbuch lieber verschweigt.